Riese und Müller im Jahr 2023 zusammen mit einem der größten Riese und Müller-Partner in Deutschland, Konrad Greenbikes in Kaiserslautern, hier mit einem ganz besonderen neuem Fahrrad. Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Hallo Lucien. Hallo Sven, grüß dich. Ja, du bist der Tobi, hi. Tobi. Was ist das? Das ist das ganz neue Nevo 4. Da haben wir richtig lange drauf gewartet, haben uns richtig gefreut, weil das Nevo bei Riesenmüller natürlich der Klassiker ist. Und hier jetzt in der 4. Generation das Modell ein bisschen überholt und vor allem im smarten System. Smartes System heißt Best 3, was ganz neu ist. Das bedeutet auch, man kann direkt ab Werk sein Smartphone koppeln. Bluetooth ist direkt mit eingebaut, kein extra mehr. Genau, also was man halt noch braucht, ist der Smartphone Grip. Den müsste man hier jetzt noch anbringen. Da bräuchten wir tatsächlich auch eine andere Halterung. Aber so direkt ab Werk lässt sich die Remote, also das Teil hier am Lenker, lässt sich sofort mit dem Smartphone verbinden. Das war am Anfang nicht möglich. Da gab es Bauteile nicht. Da habt ihr gesagt, Riese und Müller geht lieber mal einen Schritt zurück, als immer so auf das Neueste zu gehen. Und jetzt haben wir das neue Best 3-System mit dabei. Im Grunde genommen hat sich aber jetzt nicht so viel geändert. Der Motor ist quasi der gleiche, oder Lucia? Ja, also von der Hardware ist alles, wie es vorher war, aber die haben halt an den Anschlüssen halt was geändert, dass man halt die Displays jetzt schnell tauschen kann und ein Software-Update auch einfacher zu machen ist. Ja. Ja, Riese und Müller, egal wann ich auf Reisen bin, mit Wohnmobilen, sie finden eine hohe Beachtung. Es ist quasi ein Moped als E-Bike von der Stabilität her. Also man muss sich wenig Gedanken machen, hier bei dem Modell sehr, sehr wartungsarm. Genau, sehr wartungsarm, sehr stabil und gerade bei einem Tiefeinstieg ist es ja schon was Besonderes, wenn man mit hoher Geschwindigkeit und vielleicht sogar noch ein bisschen Gepäck und Gewicht in die Kurve fährt. Das ist absolut verwindungssteif, das Rad. Also man sieht es auch schon, das ist sehr massiv gebaut, so rund um den Motor rum, da flattert gar nichts. Ja, es geht ja bei vielen um ein Hobby, was sie gerne ausüben. Auch die etwas älter sind, entdecken auf einmal, dass sie gerne wieder Rad fahren. Und dann probiert man vielleicht erstmal mit einfacheren Bikes aus, merkt aber dann schnell, dass man an die Grenzen kommt. Hier eine Besonderheit, ich habe eine Bereifung, mit der es auch mal richtig ins Gelände gehen darf. Genau, das ist der Schwalbe Johnny Watts. Der hat sehr große Seitenstollen, hat aber auch einen Laufsteg in der Mitte, wo man wunderbar auch mal über die Straße mitfahren kann. Also es ist so ein Allround-Reifen. Wartungsarm bedeutet keine Kette mehr. Hier in dem Fall ein Carbon-Zahnriemen mit drin. Wo ist da der Unterschied? Der große Unterschied ist halt wirklich der Verschleiß. Also dieser Riemen, der fährt sehr, sehr lange, 20.000 Kilometer vorne weg. Während man bei einer Kettenschaltung gerade mit einem starken Motor halt Kette und Kassette schon regelmäßig auswechseln muss. Und hier habe ich halt ein System, dass ich eigentlich wirklich ja, fast die ganze Lebensdauer des Rades so fahren kann. Ich fahre das Rad und kann es vergessen. Dazu auch die Enviolo-Schaltung, die so oder so ähnlich es kein zweites Mal gibt. Sie ist quasi stufenlos und man stellt die Trittfrequenz ein. Wie funktioniert das? Ja, nicht ganz die Trittfrequenz. Ist ein stufenloses Getriebe tatsächlich, das ich vorne mit einem ja, Handschalter, so ein bisschen wie man es von einer Motorradschaltung, von der Bedienung her kennt, einstellen kann. Also je nachdem, wie das Gelände halt ist, kann ich mir den Gang leichter oder schwerer stellen. Also ich sage jetzt auch schon wieder Gang, obwohl es eigentlich keinen Gang gibt. Die Übersetzung kann ich halt fließend einstellen. Ja, es gibt so eins, wo man die Trittfrequenz auch einstellen kann. Das ist ein anderes, gell? Genau, haben wir auch hier die Möglichkeit beim neuen Nevo 4, das können wir auch in der Automatikversion konfigurieren. Da habe ich dann tatsächlich die Möglichkeit, die Enviolo vollautomatisch ansteuern zu lassen. Und da, ja, genau, stelle ich dann meine Trittfrequenz ein und alles andere passiert automatisch. So, wenn ihr mal kurz mit mir zurückkommt, wir schauen uns das Rad mal an, vielleicht die Struktur des Rahmens. In wie vielen Rahmengrößen gibt es das Fahrrad? Das gibt es in 43, 47, 51 und 56, also 4 Stück. Das ist nicht so üblich, dass ein Hersteller so viele Rahmengrößen macht, gerade bei einem Tiefeinstieg, wo halt man oft sagt, ja, da reicht es, wenn man klein und groß hat. So, das ist jetzt was für eine Größe? Das ist jetzt ein großer Rahmen, das ist ein 56er Rahmen. Also Riese Müller sagt selber, ab 1,80 bis 2 Meter ist das schon. 1,80 bis 2 Meter. Wie stark ist denn die Beeinflussung der Rahmengröße auf die Fahrbarkeit von so einem Fahrrad? Meinst du jetzt? Gibt es auch Grenzen, wo ich sagen kann, ich fahre jetzt zum Beispiel einen etwas kleineren Rahmen und bin trotzdem 1,80 Meter, damit es noch eine zweite Person fahren kann? Also für so Fälle empfehlen wir dann immer die mittleren Größen,
Tendenziell, wenn die Leute eher kleiner sind, das Pärchen, dann eher 47 Zentimeter. Wenn die beiden eher so im größeren Bereich sind, sagen wir mal so ab 1,75, dann kann man schon den 51er Rahmen holen. Weil beim Tiefeinstieg, beziehungsweise generell bei Fahrrädern muss man immer sehen, auch wenn es viele Rahmengrößen gibt, zum Beispiel bei Gravelrädern, da macht es mehr aus und da sind die Größen auch, da sind 6, 7 verschiedene Rahmengrößen, ist es ja auch entscheidend, wie hoch mache ich die Sattelstütze, wie ist die Nase vom Sattel und wie ist vor allen Dingen der Vorbau eingestellt. Das sind elementare Sachen, die halt auch noch für das Fahrgefühl eine Rolle spielen. Ich kann das selbst anschließend auch verstellen. Also wenn ich jetzt hier aus dem Laden raus bin, merke, da geht was nicht, kann ich diese entsprechenden Parameter noch einstellen, zum Beispiel die Neigung vom Sattel? Wenn man ein bisschen Werkzeug hat, geht das schon. Riese-Müller ist das immer ein bisschen fummelig, weil die bei gewissen Vorbauten 2, 3 verschiedene Werkzeuge brauchen, bis man das richtig eingestellt hat. Hier hat man jetzt übrigens, wo du zeigst, einen Vorbau, der starr ist. Der kann man den Lenker halt noch ein bisschen einstellen, dass man den dreht. Aber den Vorbau an sich kann man jetzt hier nicht einstellen. Das ist die Komfortversion, der ein bisschen höher ist. Okay, das heißt, die Neigung selbst vom Lenker ist noch einstellbar. Das Display ist ganz neu. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Das ist das Intuvia 100. Im Prinzip ist es einfach das gleiche Display wie vorher, nur halt cleaner. Also der Rand ist weg, aber hat die gleichen Funktionen wie das normale alte Intuvia oder aktuelle Intuvia. Das heißt, genau das. Es geht nicht an, ist vielleicht nicht Connected wird. connected. Ja, da kommt's. Da kommt's, ja. Ich habe es gerade erst angemacht. Okay. Das Rad schaltet sich irgendwann halt ab. So, da ist noch ein Aufkleber drüber. Genau, den kann man ja Kann man mal zeigen. Es sieht wesentlich schicker aus, muss man sagen. Das alte ist so ein bisschen in die Jahre gekommen vom Design her. Genau, also ich finde, das ist so ein optisches Update, was jetzt mit dem neuen System auch wirklich Sinn gemacht hat. Das alte Intuvia von der Displaygröße tatsächlich fast genau gleich, aber ich habe halt nicht mehr diesen riesen Aufbau rundherum. Liegt halt einfach daran, hier habe ich wirklich nur ein reines Display, das per Bluetooth sich die Daten zieht. Da ist keine große Intelligenz drin, deshalb kann das auch so schön schlank gehalten werden. Per Bluetooth. Genau. Echt? Da ist kein Kabel mehr dran, das ist rein Bluetooth. Und die Stromversorgung, das ist alles, was braucht, oder wie? Genau, da sind 2 Knopfzellen drin, die halten auch richtig lange. Zumindest behauptet Bosch, dass wir da mal mindestens 2 Jahre Ruhe haben werden. Und ich glaube tatsächlich auch, Aber ich könnte das mitnehmen jetzt, 2 Meter daneben halten, das geht immer noch. genau, das Mach mal. So. Wenn du mal gerade ein bisschen Gas gibst, du nimmst es mal gerade in die Hand, so als kleinen Beweis, dass es so ist und trittst mal hin ein bisschen. Ja, schauen wir mal, ob es funktioniert oder ob wir schon außer der Reichweite sind. Ja, funktioniert. Funktioniert. Das ist ja krass, auf so eine Idee komme ja nur ich. Ja. Das ist echt so. Zieht jetzt mal jemand die Bremse und dann ist das gut. So, ist 0. Stark. Also das hat natürlich einen riesen Vorteil. Ich kann es abnehmen, ich habe gar kein Kabel mehr dran. Man sollte es auch abnehmen, oder? Weil jetzt haben wir mal gezeigt, wie schnell es abgeht. Genau, also um sich da vor einem schnellen Diebstahl zu schützen, vielleicht, wenn man dann gerade hält und zum Bäcker reingeht oder so, vielleicht einfach mitnehmen. Du kannst es, glaube ich, auch feststellen. Das ging jedenfalls bei dem anderen Display. Es müsste bei dem hier auch gehen, dass man es mit einer Arretierungsschraube festmacht. Aber ja, du kannst ja hier einfach zack in die Hosentasche holen, zum Bäcker gehen oder zur Eisdiele und dann machst du es halt wieder rein. Weil wenn du es halt festgeschraubt hast, kann ja auch einer einfach mal hingehen, hoppala, da draufhauen und das ist Vandalismus, ne? So, die Schaltung, wie funktioniert das? Da ist so ein Männchen drauf von so einem Werk. Ja, wie Tobi eben schon gesagt hast, man dreht hier so ein bisschen in die andere Richtung, wie wenn man beim Motorradfahren Gas gibt. Und dann ist das halt für den Berg ganz gut, dass die Übersetzung so eingestellt wird, dass die Gangfrequenz leichter geht. Das heißt, ich kann höhere Trittfrequenz pedalieren. Und dann, wenn ich den Berg runterfahre, das hier ist schon Berg runter, es gibt auch keine Talsohle in der Grafik. Das heißt, wenn ich jetzt Berg runter fahre, ist das hier schon Berg runter, wenn das gerade ist, ne? Also Es gibt keine Schaltruckler oder sowas, also Nee. wie bei der normalen Kette, das ist stufenlos. nee, das ist komplett stufenlos, auch komplett also lautlos, du hörst nichts. Das ist, Kann ich schalten an der Ampel, wenn ich stehe? ja, habe ich ja auch gerade gemacht im Stand. Ist natürlich jetzt nicht optimal, also geht bei dieser Schaltung auch, aber ich sag mal so, das geht auch nicht komplett. Das heißt, ich kann das Ding nicht in der gesamten Übersetzungsbandbreite von 380% komplett drehen, das geht zu 3/4.
Also nochmal, damit ich das nochmal zusammenpasse, ist ja so, dass sich die Züge auch mal längen können. Das macht aber hierbei gar nichts aus, weil das stufenlos ist. Das heißt also, es ist nicht so, dass ich genau jetzt den Gang treffen muss wie bei einer Shimano und das mal, ich sag mal, ein bisschen gelenkt ist und dann geht schon wieder nichts. Genau, also grundsätzlich haben wir da ein bisschen Spielraum und das Ganze funktioniert trotzdem noch. Irgendwann sind die Züge mal fällig und müssen getauscht werden, aber das sind halt so 2,50 € Artikel. Das ist jetzt nichts, was man mit einer Kette oder Kassette vergleichen könnte. So, da reden wir denn also meist von Laufleistungen, die zum Beispiel jetzt der Reifen gar nicht erreicht. Also der Reifen macht vielleicht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ungefähr 1500, 2000 Kilometer. Also ich würde schon meinen, dass er die 3000 schaffen kann. Hängt natürlich immer davon ab, wie man damit umgeht. Ein guter Fahrradfahrer wird es mit Sicherheit auch ja, über 3000 schaffen. Okay, das heißt, ich mache Reifen, Bremsbeläge habe ich noch, Scheiben noch. Das sind aber alles langlebige Artikel. Aber dieses nervige Kette, Ölen, nachjustieren, Schaltung, das ist ja oft schon nach 300, 400 Kilometern ist die Schaltung schon mal einzustellen neu. Also das habe ich gemerkt. Genau, das entfällt hier. Irgendwann wird sich auch der Riemen ein bisschen längen. Also da reden wir wirklich über lange Distanzen, weit jenseits von 10.000 Kilometern. Und dann lässt sich der aber nachspannen und dann ist auch wieder alles in Ordnung. Nochmal, in der Zeit habe ich bei entsprechend leistungsstarken Motoren wie beim CX auch schon die dritte, vierte Kette hinter mir. Habe zum Beispiel von den kleinen Ritzeln auch schon 10 Stück verschlissen. Also so ist ja meistens so. Dann habe ich hier vielleicht mal ich sag mal, einen Riemen, der ein bisschen länger ist, ja, ich aber noch fahren kann. Genau, also es ist halt tatsächlich ein Anfangsinvest, der sich hinten raus, je mehr man fährt, immer mehr lohnt. Und ich habe keinen Stress. Das heißt, ich brauche nicht zu euch, zu den Händlern zu fahren. Ist ja für euch auch blöd, oder? Das heißt, der kommt gar nicht mehr in Service. Also tatsächlich kommen doch die E-Bikes, die wir verkaufen, regelmäßig in Service. Ist ja nicht nur der Riemen, der mal nachgeguckt werden soll. Ist tatsächlich so ein E-Bike, wenn es da mal zu Hause steht, da wird es doch öfter genutzt, als man es vielleicht so einplant. Und da lohnt es sich dann schon auch, die Schrauben mal zu kontrollieren. So, ich habe also ein richtiges vollgefedertes Fahrrad, dadurch, dass ich sag mal ein quasi vollgefedertes, dass ich hier eine gefederte Sattelstütze habe. Das heißt, die starken Stöße, die gehen jetzt hier in diese Cane Creek und das ist richtig gut, oder? Ja, diese Parallelogramm-Sattelstütze ist insofern gut, dass sie halt die Stöße in den Rücken halt abmildert. Das ist, wir reden davon von einer Dämpfung eigentlich. Wenn man eine richtige Federung haben will, die noch komfortabler ist, wenn man zum Beispiel ein bisschen schwerer ist oder ein bisschen, sage ich mal so, feinfühliger haben will, dann muss man eine bei Schulz schon holen. Da hat eine extra Feder drin, die man austauschen kann. Die hier ist auch schon ziemlich gut, aber wer es noch softer haben will, bauen wir sowas zum Beispiel auch ganz gern um. So, schon viel gelernt, unter anderem Fragen auch viele Leute so, ihr habt ja noch Nevo 3 hier und das Nevo 4 kommt ja jetzt. Was ist so der Unterschied? Wir haben ja jetzt versucht schon ein bisschen zu zeigen, dass es gar nicht mal so viele Unterschiede sind. Aber was man sagen muss, vom Preis ändert sich natürlich einiges. Die Vierer wegen dem 750er Akku sind natürlich ein bisschen vom Preis gestiegen. Das heißt, man kann jetzt noch mit dem Dreier ein günstiges Rad holen. Und was sich auch verändert hat, ist halt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, bei einem Nevo 4 das neue ABS von Bosch zu verbauen. Das ist auch nicht mehr dieser riesengroße Fledermauskasten, den es hier früher gab, mit so einer riesen Box. Ich habe den noch nie gesehen. Die war wirklich so groß. Der war auch sehr unbeliebt. Selbst bei so Premium-Rädern von Riese Müller wurde das wenig, also selbst wir haben die wenig konfiguriert, weil das Ding halt sehr groß, schwer und halt auch teuer war. Das Ding hat, glaube ich, was hat das gekostet? Also war wirklich hochpreisig, ne? Also fast vierstellig. Und jetzt ist es halt so, jetzt ist das neue ABS-System hier an der Gabel. Das ist so wie so ein halbes, wie so 2 Feuerzeuge. Und bei allen GT-Modellen kann so ein ABS dazu konfiguriert werden, kostet 399 €. Des Weiteren ist die Veränderung beim Nevo 4 GT, muss man immer dazu sagen. GT heißt ja für Grand Tour, dass man halt, beziehungsweise die nennt es glaube ich Gran Turismo, dass man halt die Gabel hat, Luftgabel hat, 4 Kolben anstelle 2 Kolben und die breiten Reifen hat, anstelle 2 0er, 2 6er in Zoll, ne? Haben wir noch ein Fernlicht. Das ist jetzt auch neu bei allen Vierern. Mach mal an. Da ist ein Schalter, glaube ich. Man schaltet um und dann. Ne, es geht so. Ja, es wird dann ein bisschen heller. Das heißt auch hier der Lichtkegel, der verändert sich. Das ist ernst zu nehmen, wenn man sowas ins Gesicht kriegt. Gerade jetzt bei Dunkelheit, das blendet. Genau, da sollte man schon gucken, dass man nicht in den Gegenverkehr leuchtet. Ist tatsächlich von der Leuchtkraft vergleichbar mit einem Kleinwagen. Also da sollte man die Lampe schon richtig einstellen. So, ich fasse mal zusammen. Die Laufradgröße, was haben wir hier? 27,5 Zoll haben wir. Also sehr wendig, oder?
Ja, ist super wendig und ja, 27 Zoll hat ja so ein bisschen die alten 28er im Trekkingbereich ersetzt, bauen ungefähr gleich hoch auf. Ist halt die klassische Plus-Bereifung, die halt von sich aus schon sehr viele Stöße dann wegdämpft. So, und dann hat er eingebaut einen GPS-Tracker. Habt ihr da schon Erfahrung mit dem Tracker? Ja, also klar, ein bisschen haben wir schon. Der ist ja das erste Jahr jetzt mittlerweile halt kostenfrei, der Service, ne? Bei Riese Müller, man muss sich dann halt da registrieren und dann wird das Rad halt geortet. Was man halt immer bedenken muss, halt, dass der Akku ist ja separat zu dem Hauptakku, dass der 7 Tage halt ein Signal sendet, ne? Und der lädt sich im Prinzip auf über den Hauptakku. Wie Genau, wenn funktioniert das das? Licht an ist. Wenn das Licht an ist. Genau. Okay. Deswegen sind viele Riese Müller bei uns auch vom Werk aus mit dem Standardlicht, nicht mit dem Fernlicht eingestellt. Wenn jemand das möchte, das haben wir öfters, die wollen nicht im Sommer, dass man halt dann das dauerhaft Licht an ist, obwohl das von der Stromverbrauch wirklich gering ist, können wir es natürlich auch in der Werkstatt gerade abstellen. Das ist ein Kabeldiagnosegerät dran und dann stellen wir es ab. Aber muss man halt auch dran denken, dass man den nach einer Woche immer wieder ein bisschen auflädt, weil sonst sendet der halt nichts. So, hier ist die Batterie drin. Habt ihr die Möglichkeit, das mal zu öffnen für mich? Den Deckel? Ja klar, das ist ja hier einfach von oben. Oh mein Gott. Vielleicht haben wir gleich den Vorführeffekt, aber Ne, geht. ich glaube, bei dem Nevo ist es sehr einfach. Denn du hast eben gesagt, es gibt noch eine große Batterie, aber die ist ja nicht klein, die Batterie, die hier drin ist. Da ist eine 625er. Was ist da? Standardmäßig ist es genau 625, da hast du recht. Und wenn du für 200 Euro, das ist noch sehr human, man muss dazu sagen, andere Hersteller holen da 400, 500 Euro bei einer größeren Batteriezelle bzw. Einheit. Hier haben wir einen 750er. Also das ist wirklich schon, überleg mal, 3/4 Kilowatt, also damit kannst du schon... Das ist jetzt ein 57er hier drin? Ja. Okay. Also das heißt, ich habe eine große Batterie. Ich habe eine Luftfeder vom Feinsten. Ich habe 4 Kolben Magura Bremsanlage, MT5, die steht. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also selbst die 2 Kolben steht, hat die ein Bremslicht. Die hat jetzt hier kein Bremslicht. Ne? Es war nur eine Frage. Also es gibt ja auch die Magura auch mit Bremslicht, aber die hat jetzt keins. Ja, ist nicht so schlimm. So, es ist meist bei den 45 km/h. Es gibt noch 45er eigentlich von Riese Müller. Ja, also die werden sehr viel in der Schweiz verkauft. Also wir kennen Händler, die sind an der Grenze zur Schweiz, die machen da schon ganz gut was, weil das bei denen ganz viel einfacher ist. Ja, bei uns jetzt leider nicht so das Thema. Wir bestellen natürlich. Wir hatten auch schon vor ein paar Wochen noch mal eins gehabt hier, einen Supercharger. Aber selten, oder? Wir machen es tatsächlich selten auf Bestellung dann meistens, ja. Hin und wieder haben wir mal eins hier stehen, wo sich jemand das mal angucken kann, aber am besten vorher mal Bescheid sagen oder fragen. So, du darfst ja noch mal kurz reinsetzen, dann kommt mal beide zu mir, weil man muss ein bisschen was erklären. Rahmenschloss ist noch drin, ne? Ein Rahmenschloss ist mit drin. Bakery-Schloss, ne? Ich habe ganz oft Leute schreiben unter die Videos drunter, Sauerei, 6.000 Euro, kriege ich ja schon ein Auto für. Ich meine, das ist ja freiwillig, was wir anbieten. Also das ist jetzt ein Riese Müller. Die Leute müssen das ja nicht kaufen. Das ist tatsächlich nicht nur bei deinen Videos, das sehe ich auch bei anderen Kollegen oder bei Social Media, bei ganz einfachen Postings bei unserem Instagram- oder Facebook-Auftritt. Oder das Ding ist halt, wir müssen halt Gleiche mit Gleichen. Wir können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Hier ist halt wirklich das Beste vom Besten, was im Tiefeinstiegsbereich bei E-Bikes momentan gibt auf dem Markt. Und dann müssen wir das halt auch vergleichen mit Mercedes, BMW, Audi oder sowas. Ne? Und man muss auch sagen, ihr hattet ja eben das Thema gehabt mit dem Tobi, dieses Anfangsinvest muss man das sehen. Es gibt ja unter den BWLern den Begriff Total Cost of Ownership. Ne? Du hast einmal eine Summe, die du bezahlst, aber danach kommt nicht mehr viel. Keine Versicherung, keine Steuern, kein Sprit, also Kraftstoff. Und die Wartung hält sich hier auch noch wirklich in Grenzen. Wenn man sich dann noch eine Versicherung noch abschließt, dann hat man die Kosten im Jahr wirklich überschaubar. Und dann ist das nur noch eine Frage der Zeit und der Kilometer, wie sich so ein Rad amortisiert, kann man fast schon sagen. Ja, es gibt 2 Gründe auch noch, einen Riese Müller zu kaufen. Das ist natürlich der entsprechende Wiederverkaufswert, der ist sensationell. Also es gibt kaum gebrauchte Riese Müller im Moment in eBay Kleinanzeigen. Ich habe mal reingeguckt, sehr gefragt. Definitiv, also sind sehr wertstabil und das liegt halt auch daran, dass halt beste Komponenten verbaut sind und dass halt der Rahmen wirklich immer massiv und langlebig ist. Ich glaube, es ist auch der Name so ein bisschen, dass das also mittlerweile in den Köpfen der Leute drin ist, dass das so ein bisschen die G-Klasse ist unter den Fahrrädern. Also ich sag's mal nicht, der Porsche, Ferrari, das hier ist eher so eine G-Klasse. Du kannst damit im Prinzip ins Gelände, das macht dem nichts aus, oder? Nö, ist tatsächlich ein SUV-Rad, so im modernen Sinne, ist für alles zu gebrauchen und dementsprechend, ja, du sagst schon, mit dem Namen.
Auch hier die Luftfeder zum Beispiel vorne, es ist eine super Feder. Also es muss nicht immer Fox sein. Der Nachteil, wobei Fox hat er jetzt, glaube ich, auch entsprechend nachgebessert, sind die Aufnahmen. Du kannst hier an der Santur unglaublich gut das Schutzblech zum Beispiel festmachen oder diverse andere Halterungen. Genau, da kommt Santur ja her, so aus dem Trekking-Bereich. Fox aus dem supersportiven Bereich kommt da jetzt auch langsam nach, mit der AWL zum Beispiel. Ja. Riese und Müller, ihr seid Erlebnisstore, seid in Kaiserslautern. Heute drehen wir am 31. Januar. Es geht bald los. Noch haben wir draußen 3 Grad, das merkt ihr schon. Es ist ein bisschen ruhiger wie im letzten Jahr, Januar, muss man sagen. Aber solche Fahrräder sind sehr gefragt. Habt ihr denn genug da? Habt ihr ein paar vorgeordert? Also ich würde mal sagen, momentan haben wir genug da. Da ist gerade frisch die neue Lieferung eingetroffen, gerade an den Niveau 4 Modellen. Wobei wir schon merken, also es zieht langsam an. Also wir gehen Richtung Saison, Betrieb wird mehr. Besser schnell sein. Farben? Also hier haben wir jetzt eine neue Farbe, die es vorher nicht gab. Das ist das Dark Grey Matt. Und die anderen Farben sind wie beim Dreier. Das Pure White heißt das, glaube ich. Und das andere ist das Rot. Also wie heißt denn das nochmal auch irgendwie? Dynamic Red. Dynamic Red steht. Das ist hier vorne, genau. Das ist auch ein Vierer zum Beispiel. Ja. So, und das ist Vierer. Das sieht in Rot ganz anders aus. Ich muss sagen, das Schwarz steht dem Fahrrad unglaublich gut, wobei ich da nicht so ein Riesenfan bin. Ich bin ja eher so ein Typ, ich möchte aktiv gesehen werden im Verkehr, aber man kann das ja aufrüsten. Außerdem sind hier Leuchtstreifen, glaube ich, drauf auf dem Schwalbe. Ich auch so. Ich möchte eigentlich auch immer eher was Knalliges oder Akzentuiertes. Aber hier muss ich sagen, sieht super edel aus mit diesem Matten. Und hier haben wir auch was Riese Müller-typisches ist, die Reflektoren an der Gabel. Das ist schon cool. Also richtige, vollwertige Reflektions... Nicht abmachen, liebe Leute. Sie sind weiß. Also es gibt so Leute, die direkt mit dem Föhn oder mit dem Schraubendreher dann die abmachen. Lasst sie dran. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Green Bikes. Das Ganze findet ihr auch im Netz unter... Ja, konrad-fahrradladen.de. So, Konrad, ich zeige mal, wie es geschrieben wird. Und Leute, genau, ja gut, Konrad bei Greenbikes. Also wenn ihr das googelt, hier in Kaiserslautern kommt ihr drauf. Ihr habt eine Teststrecke mit Bergen, man kann jedes Rad ausprobieren. Ihr habt nämlich ganz viele Testbikes. Genau, also als Riesenmüller Erlebnisstore hat man halt immer eine Testradflotte vor Ort, wobei wir grundsätzlich den Gedanken verfolgen, dass jedes Rad Probe gefahren werden darf. Das heißt also auch mal hier rauf und runter fahren. Speziell das Rad, was ich halt auch selbst kaufen will für 6.000 Euro. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. Jetzt geht es ja bald los, Februar. Habt ihr denn ein bisschen Urlaub machen können jetzt? Ja, also über die Feiertage hatten wir da mal zu. Okay, das war wichtig. Wir hatten es vorgehabt und haben es auch ein bisschen gemacht über die Weihnachtentage. Ja. Also Riese und Müller in Kaiserslautern. Konrad Green Bikes. Tschüss, danke fürs Einschalten.